Herzlich willkommen, Überraschung, Überraschung. Heute Liebesnews für jedes einzelne Sternzeichen. Schauen wir, welche Liebesnews auf dich zukommen, wo du in der Liebe stehst. Was wird wichtig und ausschlaggebend. Sozusagen kleine Liebesenergiebotschaften. Wie immer beginne ich richtig beim Steinbock. Der Steinbock heute in der Liebe, was ist wichtig und ausschlaggebend? Wow, lieber Steinbock, heute kommt Überraschendes auf dich zu. Sei es, dass du eine plötzliche Veränderung herbeirufen möchtest, sei es, dass auf dich eine plötzliche Veränderung zukommt, je nachdem, wo du stehst. Für diejenigen, die mit einer Waage verbunden sind oder einem anderen Luftzeichen, wird es sehr, sehr innig. Jemand bekennt sich zu dir oder du bekennst dich zu jemandem. Es kann aber auch definitiv so sein, lieber Steinbock, dass für diejenigen, bei denen es schon ein bisschen kriselt seit längerer Zeit, dass ihr innerlich erkennt, that's it. Das war's. Ob ihr in die Handlung kommt, kommt auf jeden selbst an. Doch ich denke, auch für die meisten ist heute die Möglichkeit, jemanden zu erkennen, vielleicht jemanden, der schon sehr, sehr lange an eurer Seite ist, euren Weg kreuzt und ihr fasst euch ein Herz und geht auf diesen Menschen zu. Lieber Steinbock, was für dich wichtig ist, bleib heute offen. Spirit wird dich anleiten, gibt dir vielleicht eine kleine Vorwarnung, beziehungsweise, lieber Steinbock, Spirit wird dir sagen, schau dorthin. Du bekommst sozusagen einige Erkenntnisse heute. Wie gesagt, ob du zur Tat schreitest, in die Kommunikation gehst, oder doch eher auf Rückzug gehst, kommt ganz auf dich selbst drauf an. Heute in der Liebe erwarte das Unvorhergesehene. Der Wassermann in der Liebe. Heute, lieber Wassermann, knistert es bei dir, denn du darfst etwas erkennen. Es kann sein, dass du jemanden vermisst, es kann sein, dass du Sehnsucht nach jemandem hast, doch gleichzeitig auch wieder nicht. Es ist so ein innerliches Hin und Her. Vielleicht kommst du ins Nachdenken, vielleicht kommst du ins Abwägen. Doch du kommst sicherlich heute im Verlauf des Tages, früher oder später, in die Handlung. Es ist so ein innerer Ruf, wo du jetzt sagst, ich mach's, ich sag's. Vielleicht hast du diesen Ruf schon seit längerem verdrängt. Das kann natürlich auch sein. Du kannst heute durch deine Handlung oder die Kommunikation endlich dem nachgehen, was dich innerlich befreit, was du vielleicht schon seit langem zurückgehalten hast. Und jetzt öffnest du dich diesem Ruf. Vielleicht kommt ein Feuerzeichen deines Weges entlang. Für viele Wassermänner steht heute ebenso sehr viel Flirty-Energie zur Verfügung. Vielleicht bist du auch so im Flirt-Mut und möchtest den Marktwert checken. Wie dem auch sei, du folgst heute ebenso einem inneren Ruf. Es ist ein Tag der Balance für dich in der Liebe, denn du kommst zurück in deine Balance und somit ist im Außen auch alles Paletti. Die Fische in der Liebe bitte. Welche Liebesenergien stehen den Fischen heute zur Verfügung? Die Fische, sie gehen heute in die totale Veränderung. Es darf sich transformieren, liebe Fische. Etwas, was ihr schon so lange in euch tragt, dies kann mit einer Angst zu tun haben, dies kann mit einer Art von Trauer zu tun haben, die ihr vielleicht auf euren Partner, eure Partnerin projiziert. Dort dürft ihr heute eine Erkenntnis erlangen.
Für diejenigen, die mit einem anderen Wasserzeichen verbunden sind, also Fische wie ihr, Krebs oder Skorpion, dort geht es heute darum, Mitgefühl zu zeigen. Eventuell braucht jemand heute ein Taschentuch von euch gereicht, welcher Liebeskummer hat, doch vielleicht muss gerade da das Taschentuch erreichen stattfinden, das Gespräch stattfinden, auf das ihr eine Dynamik bei euch in der Liebe erkennen könnt. Wisst, es liegt an euch. Alles. Seid euch dessen bewusst. Der Widder. Der Widder in der Liebe. Beim Widder in der Liebe geht es um Kooperation. Ja, Kooperation. Was gibst du mir? Was gebe ich dir? Wozu bin ich bereit? Wozu bist du bereit? Trefft ihr, findet ihr Kompromisse oder nicht? Lieber Widder, du möchtest heute ein bisschen so mit dem Kopf durch die Wand. Du möchtest das, was du hast, nach vorne tragen, nach vorne pushen. Du möchtest antworten. Doch halt, stopp. Die Antworten heute, finde sie erst einmal in dir. Welche Antworten würdest du auf die Fragen geben, die du stellen möchtest? Der Widder ist heute unterwegs. Der Widder wird heute sicherlich für die eigenen vier Wände, für die romantischen vier Wände, für die Familie Besorgungen machen, sich Gedanken machen über, was gibt es anzuschaffen, was muss hineingeholt werden. Wisse, du bist heute sehr, sehr großzügig, lieber Widder, sei es mit deiner Liebesenergie, sei es mit deinen liebenden, fürsorglichen Worten. Und wie gesagt, ein Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Ja, plötzlich nimmst du diesen wahr. Weiter geht's mit dem Stier, der Stier in der Liebe. Wow, lieber Stier, du hast 2 Karten. Heute stehen die Energien für dich voll auf Kommunikation. Heute ist für dich ein guter Tag, dass du in die Kommunikation kommst und vielleicht sagst, was Sache ist, deine Gefühle sozusagen in Worte fasst. Es kann aber auch sein, dass heute für dich ein sehr, sehr guter Tag, für euch ein sehr, sehr guter Tag der Klärung ist. Für dich wird sehr, sehr ausschlaggebend ein Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage. Du möchtest Klarheit und es kann gut sein, dass du heute statt dem nachzugehen, was jetzt, sage ich mal, deine Verpflichtung ist oder was du dir vorgenommen hast, dass du irgendwo beim Scrollen hängen bleibst. Und dann kommt die Gedankenschlaufe. Lieber Stier, geh in die Kommunikation, sprich aus, was auszusprechen ist. Du wirst die richtigen Worte finden. Heute ist ein wunderbarer Tag für Klärung, Klarheit und Einsichten. Mit Einsichten meine ich nicht, dass du einsichtig sein sollst, sondern du bekommst Einsichten. Sprich, du generierst Verständnis. Oder wie gesagt, eventuell gilt dies, falls die Rollen vertauscht sind, für dein Gegenüber. Der Zwilling, Liebesnews für den Zwilling. Was ist heute energetisch in der Liebe ausschlaggebend? Der Zwilling ist heute auch eventuell in der Planung, was die Zukunft angeht. Der Zwilling ist heute nicht so romantisch veranlagt, denn der Zwilling möchte Nägel mit Köpfen machen. Der Zwilling möchte gewisse Dinge ansprechen, der Zwilling möchte klären. Doch der Zwilling ist
gleichermaßen, vor allem dann, wenn der Zwilling mit einem Erdzeichen oder einem Feuerzeichen verbunden ist der Zwilling sehr mitfühlend, sehr warmherzig, sehr offen und bereit zur Verhandlung, sagen sie. Zur Verhandlung, sprich auf Kompromisse einzugehen. Man kann sich die Ideen austauschen und man wird eine gemeinsame Basis finden. Dann für einen ganz besonderen Zwilling, welcher zwischen 20 und 35 Jahre alt ist, der hier zusieht, wird heute von ihrer Schwangerschaft erfahren. Der Zwilling ist heute ebenso sehr stark mit oben verbunden und findet dadurch die richtigen einfühlsamen Worte, die an den Partner gerichtet werden. Denn der Zwilling möchte Veränderung. Der Krebs heute in der Liebe. Der Krebs heute in der Liebe. Wow, heute ist ein mega Tag für dich, lieber Krebs. Es gibt sehr, sehr viel Gefühl, es gibt sehr, sehr viel Offenheit, es gibt sehr, sehr viel Klärung. Die Klarheit darf an deine Seite kommen. Du siehst deinen Partner, deine Partnerin ganz klar, du siehst durch sie oder ihn hindurch und es erwärmt dein Herz. Du bist geborgen, du bist gebettet. Falls ihr eine Fernbeziehung führt, lieber Krebs, gibt es heute sehr viel Austausch via E-Mail, via SMS oder auf Social Media generell. Ebenso wird eine Angst irgendwie geklärt, genommen. Und du fühlst dich sehr, sehr gestärkt, lieber Krebs. Für diejenigen explizit, die Singles sind, ist heute für den Krebs viel möglich. Haltet die Augen offen, insbesondere, lieber Krebs, wenn es ein Feuerzeichen ist. Man erkennt sich. Der Löwe bitte heute. Der Löwe ist heute sehr innig, der Löwe ist heute sehr intim, der Löwe erkennt. Der Löwe wird heute seinem Partner, seiner Partnerin sagen, du bist das Beste, was mir passiert ist, lieber Löwe. Das ist sehr schön, wenn du diese Wertschätzung entgegenbringst. Es ist so sehr wertschätzend, dass du eine Idee generieren wirst über irgendeine Art von frischen Wind hineinbringen, vielleicht möchtest du eine Reise planen. Es ist, damit du dir vorstellen kannst, falls du verheiratet bist, würdest du deinem Partner, deiner Partnerin einen erneuten Heiratsantrag machen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Energie, eine sehr, sehr innige Energie, eine Energie der Verbundenheit. Du kannst dir auch erwarten, dass du spontan ein Geschenk deinem Partner oder deiner Partnerin zukommen lässt oder du eines erhältst. Die Jungfrau bitte. Die Jungfrau ist heute etwas unnahbar, was die Liebe betrifft. Die Jungfrau hat so einen Mut zwischen Zugehörigkeit und Trennung
hängt irgendwo dazwischen. Liebe Jungfrau, gehe doch einfach bitte in die Kommunikation, sag es, wie es dir geht, was du dir wünschst, wovor du Angst hast. Kommunikation ist oft die beste Medizin, richtig? Liebe Jungfrau, du triffst heute eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mit etwas aufzuhören, etwas zu beenden. Ich glaube nicht, dass es irgendwas im Außen ist, es ist im Inneren. Es ist vielleicht ein alter Glaubenssatz, eine weit überholte Überzeugung. Du wirst heute den Tag beenden, indem es dir besser geht. Du fühlst dich erleichterter. Es ist, als würde irgendeine Art von Betrug, Selbstbetrug oder gar Third-Party-Situation heute enden. Die Waage, die Waage fühlt sich heute nicht gesehen, fühlt sich heute nicht verstanden, fühlt sich heute nicht angenommen, fühlt sich heute nicht wertgeschätzt. Die Waage denkt sich, alles muss ich alleine tragen. Liebe Waage, falls du in einer Partnerschaft bist, auch du geh in die Kommunikation, schau, was das Spiegelbild mit dir zu tun hat. Schau, was darfst du erkennen? Du hast sehr, sehr viel gegeben, du hast sehr, sehr viel getragen, wirst es auch weiterhin noch tun, denn sonst wärst du nicht die Waage. Doch du hast in der Liebe so viele Themen für dich schon innerlich knacken können, sprich erkennen können, deine Muster. Heute kommt nochmal etwas hoch, auch dieses Muster wirst du erkennen können. Für die Wagen, die insbesondere mit einem Erdzeichen zusammen sind, Steinbock, Stier, Jungfrau. Heute geht es in die Verhandlung. Heute wird verhandelt, heute werden Aufgaben vielleicht neu definiert. Heute seid füreinander da und nicht gegeneinander. Ganz, ganz wichtig. Denn es steht euch alles zur Verfügung. Auch ihr werdet heute den Tag weitaus fröhlicher, glücklicher und sanfter beenden, als ihr vielleicht aufgewacht seid. So, wir machen weiter mit dem Skorpion. Der Skorpion, was gibt es für den Skorpion zu wissen? Der Skorpion ist in Motion, der Skorpion ist in Bewegung. Nicht nur, dass die Gedanken rattern, nein, der Skorpion sollte heute am besten hinaus in die Natur, sich bewegen oder vielleicht zum Sport gehen. Heute ist sehr, sehr viel Kommunikation vorhanden mit dem Skorpion, vom Skorpion ausgehend. Es ist wow, es ist ebenso, lieber Skorpion, für dich wichtig. Du bist heute so energetisiert, so energetisch on top. Du hast sehr viel flirty Energie. Du hast auch die andere Energie und denkst so ungefähr heute nur an das eine. Du möchtest Aufmerksamkeit, lieber Skorpion, du bekommst die Aufmerksamkeit und zwar gleich von zwei Menschen, einem Feuerzeichen und einem Luftzeichen. Ein Erdzeichen ist auch noch dabei, doch das Erdzeichen ist Bindeglied. Erkenne die Dynamik. Also heute für den Skorpion ein sehr kommunikativer Tag. Lieber Skorpion, nutze diesen Tag und sag, was Sache ist. Der Schütze heute in der Liebe. Ja, es kann auch sein, lieber Skorpion, sagen Sie noch, dass du sehr viel Kommunikation bekommst. Sie muss nicht von dir ausgehen. Vielleicht sogar Lovebombing. Es werden Pläne geschmiedet, also es geht heute echt rund.
vor allem ab 18 Uhr, 20 Uhr abends. So, der Schütze in der Liebe, bitte. Liebesnews für den Schützen, was steht heute zur Verfügung? Der Schütze wartet vielleicht auf ein Erdzeichen, doch das Erdzeichen lässt auf sich warten. Eieieiei. Lieber Schütze, back and forth, vor und zurück, vor und zurück. Du bist dir nicht sicher, was sollst du machen? Doch, lieber Schütze, du wärst kein Schütze, würdest du nicht nach vorne preschen. Es ist wichtig, die Absicht dahinter zu erkennen, deine Absicht dahinter. Du solltest vielleicht von jemandem, der dir nicht im Vorfeld schon die Kommunikation gewährt oder dir die Gesten, die du erhoffst, erwartest, nicht gewährt, die Bühne verlassen. Doch der Schütze, wäre auch nicht der Schütze, wäre er nicht wahnsinnig verliebt und würde einen Plan aushecken. Lieber Schütze, ganz egal in welcher Situation du dich befindest, heute kommt die Vergangenheit zurück. Sei es energetisch, sei es physisch, sei es Gedanken zur Vergangenheit, sei es irgendein Gefühl, so nach dem Motto, dieses Gefühl kenne ich doch schon. Lieber Schütze, sei kein Frosch, du bist ein Schütze. Also, go for it, für das, was du für richtig hältst, doch bitte geh aus deinem Ego raus und lass dem Gefühl mehr Platz. Der Schütze ist heute sehr begehrt, sei es in der Damen- oder Herrenwelt oder in der Mischwelt heutzutage, muss man auch schon sagen. Du bist sehr begehrt, es kommt viel Kommunikation auf dich zu, es kann aber auch sein, dass es dir zu viel wird und du einfach die Bühne verlässt, um einen klaren Kopf zu bekommen. Das war's. Dann Happy Day mit viel Liebesenergie. Ciao!